Hallo und herzlich willkommen hier aus der Nace-Zentrale und zu einem neuen Video von Home of Nace. Heute habe ich einen ganz besonderen Köder dabei. Ganz besonders, weil es den auf dem europäischen oder deutschen Markt vor allem noch nicht so häufig gibt. Was finde ich daran gut? Köder, die nicht so oft gefischt werden, fangen oft besonders gut. Aber es gab ein anderes Schlüsselerlebnis, warum ich gesagt habe zu unserem Produktteam, wir brauchen diesen Köder unbedingt in unserem Portfolio. Und zwar habe ich mit einem amerikanischen Bassmaster Classic Angler, Chris Zaldain, die World Predator Classic gefischt. Und wir hatten brutale Bedingungen, kein Wind, absolute Hitze und die Fische haben überhaupt nicht gebissen. Und da meinte Chris zu mir, hey, wenn wir das in Amerika auf Bass haben, gibt es einen Köder, der dann immer noch den letzten Fisch irgendwie aus dem Wasser kitzelt und das ist ein Spybait. Er hat ihn dann rangemacht, hat ihn gefischt und innerhalb von einer Stunde hat er einen 90er Hecht, einen 65er Zander und noch einen dicken Barsch gefangen. Da war ich beeindruckt und habe gesagt, hey, so ein Teil brauchen wir unbedingt auch bei uns im Portfolio. Wir haben ihn jetzt auch oft gefischt, er hat schon ultra gut performt, aber zu den Details komme ich jetzt im Laufe des Videos. Der Scout ist wie alle unsere Köder mit BKK-Haken ausgestattet. Hier in dem Fall die BKK Super Slide in der Größe 8. Brutal scharfer Haken, da bleibt wirklich jeder Räuber kleben. Er hat zusätzlich, anders als andere Spybaits, nur einen Propeller, der richtig Druckwellen unter Wasser erzeugt und einen sehr subtilen Lauf. Also wir haben ihn bewusst nur mit einem Propeller ausgestattet, weil er zusätzlich ein richtig schönes Body Shaking hat, vor allem wenn man ihn langsam einholt. Zusätzlich kann man sagen, er ist 6,5 cm groß und wiegt 10,3 Gramm und ist ein absolutes Weitwurfwunder. Um auf die Zielfische zurückzukommen, ich habe zwar gesagt, ich habe gesehen, wie der große Hechte und dicke Zander gefangen hat, aber wir haben ihn ehrlicherweise vor allem fürs Barschangeln gemacht. Rapfen und Forelle sind auch super gut, aber die Hauptfischart ist definitiv der Barsch. Wie man auf ihn angelt und wie man vielleicht auch noch andere Fische fangen kann, das zeige ich euch jetzt in den Techniken. Zu den Techniken ist zu sagen, dass er seine große Stärke vor allem dann ausspielt, wenn man ihn weit auswirft, absinken lässt und auf der Tiefe, wo man ihn führen möchte, langsam wieder einkurbelt. Das ist ein ultra geiler Lauf. Der Köder wackelt schön von links nach rechts und zusätzlich gibt es von vorne noch richtige Druckwellen. Barsche können da wirklich kaum widerstehen. Und man sieht auch, wenn man sagt, okay, man ist jetzt vielleicht zu hoch gekommen oder man möchte ihn fast jiggend führen, dann wackelt er auch richtig schön beim Absinken nach unten. Also hier haben wir schon zwei Möglichkeiten, den Köder zu führen. Weit auswerfen, auf die entsprechende Tiefe sinken lassen oder ganz zum Boden und langsam einkurbeln. Oder eben weit auswerfen, einkurbeln, absinken lassen, einkurbeln, absinken lassen. Ähnlich wie beim Jiggen, nur eben deutlich langsamer. Das sind zwei Methoden, wo er wirklich unglaublich gut funktioniert. Vor allem, wie gesagt, wenn man ihn langsam einkurbelt. Wenn man Rapfen angeln möchte oder auch auf Forelle, kann man natürlich ihn auch schnell einholen. Dann verliert er etwas die Links-Rechts-Body-Shaking-Aktion, aber natürlich durch die Druckwellen des Blattes vorne ist er für einen Rapfen dann immer noch sehr, sehr attraktiv und wird sehr gerne gefressen. Also das sind die Methoden, die ich beim Scout einsetzen würde. Einmal auswerfen, schnell einholen für Forelle und Rapfen, dann macht er weniger Body Shaking oder eben auswerfen, auf die entsprechende Tiefe sinken lassen, langsam einholen. Als Fazit ist zu sagen, der Scout ist ein Köder, der in unseren Breiten kaum gefischt wird und deshalb so attraktiv ist für unsere heimischen Räuber. Sie kennen es eben nicht und vor allem in Situationen, wo man denkt, es geht gar nichts. Wenig Wind, viel Sonne, da kann man diesen Köder besonders gut einsetzen. Er hat einen sehr subtilen Lauf, also einwerfen, einkurbeln für Barsch und wenn man schneller führt, eben für Rapfen, sehr vielseitig einsetzbar. Ich glaube, die ersten Würfe sind natürlich ein bisschen komisch, weil man den Lauf so nicht kennt und man vielleicht ein bisschen verwundert ist, dass man mit der Route kaum was machen muss. Aber glaubt mir, der fängt ultra viel Fisch und kitzelt nochmal den einen oder anderen Räuber raus, wo andere Köder versagen.